Please, Jonathan, come in. Fascinating, is it not? In the last decade, so many mysteries have been brought to light with our microscopes. The human body. So Leute, damit willkommen zurück zu Vampyr. Wir sollen... Kindly apologize when you're feeling better. Na, gehen wir aus dem Weg hier. Wir sollen die Medizin zu Dr. Crane bringen. Finally, you've returned, Doctor. Did you find anything of value? Yes, nurse. You've worked your first miracle, Doctor. Now, this patient here needs immediate treatment. Duty calls. When the storm has passed, I'll show you how to mix the remedy yourself with the same basic ingredients. Many thanks, Doctor. When you've finished, you ought to report to Dr. Swansea in his office. He's been looking for you. Seemed pressing. Krankheiten verringern die Blutqualität eines Bürgers. Verwende die richtigen Medikamente, um ihn zu heilen. Sprich mit dem Patienten im Zimmer hinter Dorothy, um seinen Gesundheitszustand zu kontrollieren. Okay. Kapitel 2, ein Verräter im Krankenhaus. Okay. This hospital seems to be falling apart. But in the circumstances, I'm willing to give you the benefit. Ich muss gerade mal kurz Musik manchmal die Musik mal auf 5. Weil das mal auf so. Also es ist doch etwas laut, habe ich das Gefühl. So, erstmal mit der Good evening, madam. Can I help you? It's my son who needs you, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. How can I help your son? I'm Beatrice Goswick, mother of Mortimer Goswick. Could you check on him, please, Dr. Reed? I've heard much of your talents as a physician. Okay. Die gibt 2000 AP. Do you require medical attention as well, Mrs. Goswick? I have other Falscher Knopf. concern. Ruhe, falscher Knopf, Entschuldigung. Ich würde R drücken. Level 4. Okay, das dauert noch ein bisschen, bis wir die saugen können. Wir leben in London, erzählen Sie mir von sich. What can you tell me about yourself, Mrs. Goswick? Not much to say. Just take care of my Mortimer and I'll cover all the expenses. That's all that matters. Are you really that rich? Most of the patients here are of a more humble origin, if I may say so. Yes, thanks to my husband. May he rest in peace. I can cover any needed medical expenses. Aber nicht auf ewig, würde ich meinen. May I ask if you have an occupation, Mrs. Goswick? I'm a teacher by profession. I teach young women who are more ambitious about their futures than their families. Auch interessant. What do you think of your reception here? Any complaints? I have had the uttermost reservations about this hospital since we arrived. But we had no other choice, considering the state of emergency. Is there something in particular that's bothering you? Some of the staff were not especially welcoming. I suspect they're not accustomed to dealing with patients of such social standing. Tell me more about your arrival at the Pembroke Hospital. What gave you such a bad first impression? The ambulance driver was quite rude, for a start. And that nurse, Miss Hawkins, seems to have quite a dubious attitude. What do you mean? She managed to secure a bed for my son despite the epidemic. It was a relief, but it wasn't cheap. Oh, also hier die Schwester Hawkins. Kennen wir die schon? Ich glaube nicht. Die will Geld dafür, dass man Betten vergibt, oder wie? I share your concern, Mrs. Goswick. Be sure that I'll talk to the people involved. I don't expect compensation, Dr. Reed. But I'm aware such behavior would not be tolerated in other hospitals. She charged you for a bed? Yes, and I paid without question, considering the urgency of the situation. Verständlich. Persönliche Fragen gibt's noch nichts. Okay, dann Goodbye, sehen wir Mrs. den Sohn. Good evening, sir. Good evening. I'm Dr. Reed. Can I help at all? No, Really? Why are you here then? I don't want to talk. My throat hurts too much. I suppose that this pain is the reason you're here. Is someone taking care of you? Yes. And no. Could you at least tell me your name, sir? Mortimer. Mortimer Goswick.
Krankheiten drücke um den Gesundheitszustand des Bürgers zu kontrollieren. Die Heilung eines Bürgers verbessert seine Blutqualität und belohnt dich mit EP. Außerdem verbessert sich der Gesundheitszustand des Bezirks. Okay, der geht sowieso in den Keller, wenn wir hier ordentlich mal saugen, ne? Okay, 350 hat er jetzt aktuell nur so. Wenn wir mal gucken, Do you need any mit help? der I'm Behandlung. afraid I may, sir. I don't mean to be a burden. You are not a burden, sir. Healing you is my responsibility. And you have my gratitude for that. Okay. Tell me about yourself, Mr. Goswick. I don't want to talk, Doctor. Okay. How painful is your throat, Mr. Goswick? So painful I'd rather not talk at all, Doctor. I'm sure you realize a doctor and his patient have to communicate, sir. Would it help if I gave you some paper and a pen? Not really. I see. Then maybe it's not just your throat that hurts, Mr. Goswick. Perhaps your sore throat is just the consequence of something more hurtful. Yes, maybe. But I don't want to talk or even write about it now. Okay. Why did your mother have you hospitalized here? She seems convinced this is a bad hospital. My mother just wants the best for me. She won't rest while I'm here. She'd go all the way to hell and back to help me. Ja, manche würden sich das wünschen von ihrer Mutter. Is your mother bothering you? As your doctor, I can ask her to leave you alone if you would prefer. That's tempting, Doctor. But you have no idea what my mother is capable of. She would tie herself to my bed if you asked her to leave. Pembroke Hospital may look unorthodox, but rest assured you're in good hands here. It's not me you have to convince, Dr. Reed. It's my mother. How painful fragen, is hä? your throat, Mr. Goswick? So painful I'd rather not talk at all, Doctor. I'll let you get some rest then. Good evening, sir. Okay. Was? Ja, Doktor, ich hab grad keine Zeit. So, den kennen wir noch nicht. Wer ist denn das da? I will not let you. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. May I help you? I don't know if a third opinion is needed. Your colleagues are already arguing about my condition. I see. Would you mind telling me more about your situation? I'm Harvey Fiddick. All I want is to get me bloody arm fixed properly. Hatten wir die schon mal? Tell me about yourself, Mr. Fiddick. I'm just a regular guy waiting to get his arm fixed, so I can return to work and to my family. I was more curious about what you were doing. I'm a cop. Das hatten wir schon mal. Are you... Well, I won't... are you sure? In others... Tell... Strict. What do you mean? I... Is there anything else that's bothering you? Can I help in any way? I'm all right. Dem geht's gut. Den könnten wir jetzt schon aussagen. Aber ich will noch mehr Hinweise über den finden. Goodbye for now, Mr. Fiddick. You always knew the words to calm the children, As for me... Den kennen wir auch noch nicht. Was? Verlockung des Blutes. Bringe dir das Blut von Bürgern eine große Menge EP gewährt. Ja, ich weiß, aber ich will erstmal meine übrigen Good evening, Doctor. Dings finden. I believe we're going to be working together. Dr. Reed. Dr. Swansea informed us of your arrival, but I could not dare to believe we'd have such good fortune. Such an honor, sir. Thank you. And you are? I am Thoreau Strickland, Dr. Thoreau Strickland. I'm a great admirer of your work, Dr. Reed. Hatten wir dich auch noch schon mal? Ich bin mir echt nicht mehr sicher aktuell. Ich habe zu viel Zeug hier. What can you tell me about the Pembroke? Well, it has always been an honor to work with Dr. Swansea. But with your arrival, I can't think of a better opportunity to learn about blood transfusion. Do you need help with anything in particular? Well, yes, maybe. Do you want me to... Oh, Hatten wir no. auch schon. I see. Hatten wir doch schon. You seem quite optimistic. It's a rare and precious attitude in these difficult times. I'm convinced that this epidemic is a test of endurance and dedication for us men of science. Questions remain about our capacity to resolve the situation. True, true.
Last summer, during the first wave of the epidemic, I used to joke with Milton about the extra work. We're not smiling now. Der hat auch noch eine höhere Bandstufe. Please, could you tell me something about yourself? I'm a great admirer of your work concerning blood transfusion, Dr. Reed. I run my own experiments. I'm convinced it's the future. Den hatten wir I schon. based my technique. I'd rather not. As long. You're not the first one to warn me. What made you choose? I'm not a... Ich helfe Ihnen gerne. Schmächlein bringen nichts. Ich helfe gerne. It's always a pleasure to share scientific and medical knowledge with someone eager to learn. Ich will gut mit dem I'll be lernen, glad to können wir help you auslaufen. if I can. This epidemic may be the century's most terrible disaster, but I'm convinced that we, as doctors, are the only ones able to defeat it. Ja. Das kann man so sehen. 2 Hinweise noch. Der gibt eine Menge AP. Tell me more about your willingness to Harvey Fiddick is a patient suffering. What is it you really want? Fair question. I want... This personal involvement could also appear to be I agree. Do you think... All I... Den hatten Tell wir me schon more. mal. Our first diagnosis was compromised. But why would he... Because he is a proud father. Okay. Goodbye, Dr. Strickland. Ich bin gleich wieder da, Leute. Ich muss mal kurz was erledigen. So. Wir haben jetzt Informationen erhalten über den Mr. Fiddick. Ich mach die jetzt nochmal schnell fertig. Good evening, Und dann Mr. reden wir mit Fiddick. Dr. Swansea. Tell me about your injury, Harvey. Why do you feel so guilty about it? My wife died because of me. And now I may lose everything because I've been careless enough to hurt myself. What an arsehole. Okay. You can't hold yourself responsible for your injury, Mr. Fiddick. Unless you tried to hurt yourself. Of course I didn't hurt myself. But I can't work until my arm is fixed. My children need to eat, Doctor. How could your job be Kinder responsible for werden your bald wife's nicht mehr death? I was den working a Vater haben. double. She went out to bring me a hot meal and got caught in a German bomb raid. Ja, das ist natürlich doof. Tell me more about the death of your wife, Harvey. 1915. I was in the army, building workshops for the Royal Flying Corps. Helen was happy I wasn't sent to the front. What happened? The Germans sent Zeppelins to bomb the construction site, but they missed their target. My wife was bringing my dinner when the bombs fell. I'm sorry for your loss. So many died during the bombings. I served in France and witnessed the carnage there. I would like to say that she didn't suffer. Truth is, I have no idea. I just know that I'm all that me kids have. Poor little bleeders. How are your children after losing their mother? They were smaller then. The only good thing about this is my Ellen didn't bring them with her that night. Goodbye for now. So, Let you down, my boy. jetzt reden wir aber mit... Hatten wir den hier schon? Den hätten wir, den kennen wir noch nicht. Wir reden jetzt mit Dr. Swansea. So. So many deaths. Please, Jonathan, come in. Fascinating, is it not? In the last decade, so many mysteries have been brought to light with our microscopes. The human body, biology's penultimate frontier. The more we explore its boundaries, the less we're able to trace a clear line between life and death. You, my friend, have a foot in both countries. The view must be vertiginous. It's at least as vertiginous as chatting about vampires with you, I would say. This must be all so new to you. This area of town, the hospital, a brand new life. How stimulating it must be. I wish I could share your enthusiasm, Dr. Swansea. But my condition defies scientific categorization. Undead? Unalive? Immortality defies logic. I cannot express my thrill at this serendipitous turn of events.
The world's most eminent specialist in blood transfusions, a vampire. One might say a gift from heaven. Joa, ob man das jetzt Geschenk nennen kann, ist so die Frage. Also ja, in manchen Punkten schon, aber ja, keine Ahnung. Ihr hört es tröstlich, das ist kein Geschenk, ich bin ein lebendes Paradoxon. There is an absurd poetry to my situation. Physician, heal thyself. Forgive me. I've been an admirer of your work for a long time, and now you are so much more than a brilliant physician. And please, call me Edgar. Sie sind unterhaltsam, wir brauchen einander, sie müssen sich nicht entschuldigen. Ja, ich fand There is no need to apologize, Edgar. You offered me sanctuary when I had none. Very well. I have a task for you, Jonathan. Something that will require all your newfound skills. Please, go on. The Pembroke only survives through the generosity of our benefactors. Unfortunately, our main donor has found herself in a bit of a bind. Now, if you could help her out... A spokesman or politician is what you need. That's not my calling. And until I come to understand what has happened to me, I require discretion. Discretion is in order, Jonathan. Lady Ashbury has recently received rather indelicate correspondence that, if revealed, would jeopardize her position. And you would like me to eradicate this threat? By the stole, of course not. I would just like you to pay her a visit. Her ladyship is certainly near the tents outside, tending the sick. You can't miss her. Look for someone impossibly delicate. Accepted. I'll see what kind of trouble Lady Ashbury is in. Delikaten Frau. Okay, was haben wir hier? Warnender Brief. Pembroke Hospital, 15. Oktober. Sehr geehrter Dr. Swansea, hiermit informiere ich Sie über meine starken Zweifel bezüglich Dr. Strickland und dem Fall von Harvey Fiddick. Fiddick wurde nach einem schweren Arbeitsunfall eingeliefert. Wenn man ihn nicht angemessen behandelt, läuft er Gefahr, seinen Arm zu verlieren. Dr. Strickland behauptet, ein medizinischer Eingriff könnte den Arm des Mannes komplett heilen. Ich fürchte, dass Komplikationen in dem Arm kosten könnten. Was? Dass Komplikationen in den Arm kosten könnten. Unser junger Kollege ist ein kühner, experimentierfreudiger Arzt, der in ein paar Jahren zu einem hervorragenden Experten reifen könnte. Doch noch fehlt ihm die Expertise, diese riskante Behandlung durchzuführen. Muss ich Sie an seine früheren Verfehlungen nicht auf mich hört, empfehle ich Ihnen, seine gefährlichen Experimente zu unterbinden. Hochachtungsvoll Dr. Waverly Ackroyd. Okay. Gibt's noch was? Noch ein Brief. Seltene Spezies von Vampiren. Okay, jetzt wird eine Menge zu lesen. Oh Gott, Moment, Leute. Als Gelehrter und inniger Kenner der alten Schriften kann ich die Wichtigkeit von alten Legenden und der Volkssagen nicht genug betonen, wenn es darum geht, Hinweise auf verborgenes und verlorenes Wissen zu finden. Ein verbreiteter Fehler ist nur, die bestätigten Fakten zu berücksichtigen und alles, was dem widerspricht, zu verwerfen. Zum Beispiel sollten wir nicht ausschließen, unentdeckte Vampirarten zu finden und überdenken, was wir als die Wahrheit über die verschiedenen Arten der Unsterblichen erachten. Basiert auf unserem langsamen und über die Zeit zusammengetragenen Wissen. Wie viele Jahrhunderte lang haben wir geglaubt, dass Vampir nur ein regionaler Name für das sei, was wir Ekon nennen, bis 4 Entdecker der Bruderschaft in Sibirien Beweise dafür fanden, dass Vulkots eine wolfsähnliche Art von Vampir sind. Okay, also so ein Mix, so eine Art Werwolf-Vampir, keine Ahnung. Betrachten wir diese Wiener als Entsprechung des mythologischen Werwolfs, genau. Nun wissen wir, dass dies nicht der Fall ist. Was ist mit dem Rest? Was ist mit den Rakshasa?
aus meinem Heimatland? Was ist mit dem chinesischen Jiangxi, dem Peuchen? Was? Ich habe keine Ahnung. Peuchen im Süden Chiles. Und vergessen wir unser schönes Großbritannien nicht. Was ist mit den Geschichten über die Fledermausartige Frau, die manchmal um die St. James Church in Louth fliegen? Ich kann nicht mehr lesen, Leute. Fliegend gesichtet wurde. Was ist mit der Kreatur, die an manchen obskuren Zeugenaussagen als Desaster beschrieben wurde und die 1666 versuchte, London zu vernichten, indem sie überall die Pest verbreitete? Was ist mit dem Nimrod, der mystischen Figur des rastlosen Vampirjägers, der manchmal von früheren britischen Äckern als legendärer Weidmann beschrieben wurde, der sich nur vom Blut seiner Opfer ernährte und unbemerkt unter Sterbliche und Unsterblichen wandeln konnte. Also Van Helsing als Vampir oder wie? Oder Michael als Vampir aus Vampire Diaries? Meine Brüder, wenn wir auch nur auf ein paar Augenblicke vergessen könnten, was wir vermeintlich schon wissen, würden wir uns niemals sicher sein, was wir noch finden werden. Aus Die Enthüllung der Nacht von Usha Taltree Primas von St. Paulus. Okay. Hallo. Danke. Gott, ich kann nicht mehr lesen, Leute. Bitte ich noch einen Zettel. Natürlich noch einen Zettel. Alle guten Dinge sind 3. Brief von Rakesh Chadana. Pembroke Hospital, 4. August. Sehr geehrter Herr Dr. Swansea, sehr gerne kümmere ich mich um die provisorische Leichenhalle, sobald sie eröffnet ist. Wie ich Ihnen bereits mitgeteilt habe, war ich bereit, während des Krieges Arzt und werde meinem Land mit Freude erneut dienen. Natürlich ist es nicht dasselbe, ob man die Toten oder die Lebenden betreut, aber auch um unsere Verstorbenen muss man sich gut kümmern. Seien Sie sich versichert, dass ich mein Bestes geben werde, um diese neue Aufgabe bestmöglich zu verrichten. Bezüglich meiner Qualifikation tut es mir leid, dass ich Ihnen nicht mehr als mein Ehrenwort geben kann. Ich schwöre Ihnen, dass mein Regiment mich während des Krieges zum Arzt ernannt hat und ich viel Leben gerettet habe. Wenn mein Wort nicht genügt, können Sie die Militärverwaltung kontaktieren, um meine Erfahrungen und Fertigkeiten zu überprüfen. Sie werden Ihnen bestätigen, dass mich der Krieg gelehrt hat, was ein Arzt wirklich wissen muss, auch wenn ich nie Medizin studiert habe. Hochachtungsvoll, Dr. Rakesh. Okay. Können wir mit Dr. Swansea reden noch? Do you need something, Jonathan? I have just a few questions. Then ask away. I'm at your service, Doctor. Über das Krankenhaus. Since I'm the one working for you, what should I know about Pembroke Hospital? Well, for many years, we have been the only medical facility in this part of town that people can rely on. We support the community here, as well as provide health care. Where do we stand today? Oh, to be honest, we cope on a day-to-day basis. The first wave of the Spanish flu last summer took us by surprise. We lack many of the basic necessities needed. What do you expect of me? What we need is hope. You were a soldier. This is a war. This white coat's still a uniform. We fight to help the poor, the sick of the East End, the forgotten. Der Krankheit weiß Kill, aber auch egal. The man we pursued and slew in the canning factory, William Bishop, I believe, was he a vampire? He was a Skald, technically speaking. The debate rages as to their classification. Some think them a subspecies of vampire, others something else. How do Skulls come into existence? The name means slave. The etymology may indicate that they are a lesser species of vampire. From what I know, vampires tend to despise them. Just for clarity, what differences are there between myself and a Skull? A Skull is easier to eliminate, Jonathan, even if they remain formidable foes for the unprepared. Vampires exist beyond the mortal realm.
Das heißt auf Deutsch gesagt quasi, Skells haben manche Fähigkeiten von einem Vampir, wie der Typ, den wir in der Leichenhalle gesehen haben, der sich so rumteleportieren konnte. Die haben vielleicht die Stärke von einem Vampir, aber sie haben nicht die Unsterblichkeit, dass sie quasi wieder auferstehen können, wenn man sie jetzt erschießt oder sowas beispielsweise. Keine Ahnung. Since you seem quite the expert on vampires, what could you tell me about my condition and how it came about? As men of science, our first step is always to start with what we know. Forget the myths, the hackneyed scrawlings in the penny dreadfuls. They do not scratch the surface of the truth you now find yourself in. Must I take a life to live? You are a vampire. You feed, and blood is the sole sustenance that can sustain your immortal frame. And only a living creature contains the nourishment you require. The sun. The morning following my transformation. Its rays burned me. There was pain, smoke, and my skin blackened. You will find there is very little that can kill a vampire, my friend. You have been offered relative immortality. The sun will most certainly hurt you, leaving you weakened and damaged, but it will not destroy you. You mentioned something about a secret society. A brotherhood, if I recall. Could you elaborate? Certainly. I've been a member of the Brotherhood of St. Paul's Stole for several years. We are pledged to monitor and report vampire activity in England as impartial scientific observers. Yet you don't fear me. And still, you know the monster that lurks beneath the civilized surface. The Brotherhood has studied your kind for centuries. We believe you are as supernatural as a lion is to a gazelle. That explains your nightly wanderings about the docks and the questions you ask. I feel it wasn't mere coincidence that led us to that part of town. There was something as yet unseen that set those chain of events in motion. We'll see each other again soon, Edgar. Okay, Leute, ich würde sagen, wir beenden das Ganze hier, aber bevor das, wir haben doch eine Menge AP gesammelt. Ich will mal ganz kurz gucken, was wir so upgraden könnten. Theoretisch gesehen. Ja, dann beenden wir die Folge nämlich auch. So. Ich hätte gerne mehr Gesundheit. Und mehr Ausdauer. So. Bestätigen. Gucken, was so passiert in der folgenden Nacht. Wichtige Ereignisse im Bezirk. In jeder Nacht beeinflussen deine Taten und deren Konsequenzen den Gesundheitszustand der Bezirke. Er kann sich auch dadurch verschlechtern, dass sich Krankheiten unter den Bürgern ausbreiten. Das wird irgendwann sowieso passieren. Also irgendwann geht ja alles in den Keller, wenn wir alle aussaugen. Wichtige Ereignisse im Bezirk. Je mehr Leben du nimmst, desto schlechter steht es um einen Bezirk. Also irgendwann ist ja alles Chaos. Das kann ich ja schon versichern. Wenn der Gesundheitszustand eines Bezirks unter die kritische Grenze fällt, versinkt der Bezirk in Chaos. Du entscheidest, ob das Schicksal über das Schicksal des Bezirks ist, ja. Okay. Also der ist noch... Also Clay Cox leidet noch an Erschöpfung. Ich glaube, der wird unser erstes Opfer sein, glaube ich zumindest. Da sind noch 3, die wir noch nicht kennen. 4, Entschuldigung. 5. So. Aber ich würde sagen, Leute, wir sehen uns damit in der nächsten Folge wieder. Bis dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Lasst einen Daumen nach oben, wenn euch das Ganze gefallen hat. Und ciao, Leute.